Kommentierte PDFs werden in der Regel für die Zusammenarbeit zwischen mehreren Personen genutzt. Dazu kann es hilfreich sein, die Kommentieren-Funktion in Adobe DC oder Adobe Reader individuell anzupassen. Der Verfasser des Kommentars wird zu Beginn eines Kommentars in der Kommentarspalte genannt. Standardmäßig wird der Benutzername des Adobe-Kontos verwendet, doch der ist nicht immer aussagekräftig. Deshalb kann der Verfassername geändert werden. Als erstes öffnen wir das PDF, das wir kommentieren möchten. Mit einem Klick auf das Symbol Kommentieren an der rechten Seite öffnen wir das Kommentieren-Werkzeug. In einem vorhandenen Kommentar klicken wir auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Eigenschaften. Im Feld Verfasser tragen wir den gewünschten Namen ein, unter dem die Kommentare gepostet werden sollen. Zum Bestätigen klicken wir auf OK. Der Verfassername ist nun für diesen einen Kommentar geändert. Um die Einstellungen für alle Kommentare dieses Benutzers zu übernehmen, müssen wir noch die Voreinstellungen ändern. Dazu klicken wir in der Kopfzeile der Kommentarspalte auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Kommentar Voreinstellungen. In der Kategorie Kommentieren deaktivieren wir die Option Als Verfasser immer Benutzernamen verwenden. Zum Bestätigen klicken wir auf OK. Nun wird der selbstgewählte Benutzername in allen künftigen Kommentaren verwendet. Auch die einzelnen Kommentarwerkzeuge können individuell angepasst werden. Wir zeigen hier ein Beispiel, wie die Farbe des Werkzeugs Text hervorheben geändert wird. Dazu klicken wir auf das Werkzeug Text hervorheben. Weiter rechts in der Menüleiste erscheint nun ein Kreis mit der aktuell eingestellten Farbe für die Hervorhebung. Wir klicken auf den Kreis. Ein Fenster mit der zur Verfügung stehenden Farbpalette öffnet sich. Die aktuell eingestellte Farbe ist mit einem Haken gekennzeichnet. Mit einem Klick auf eine andere Farbe wird die Farbe gewechselt. Die Änderung ist sofort aktiv. Mit dem Regler Deckkraft kann außerdem noch die Transparenz der Farbe geändert werden. Mit einem Klick ins Dokument wird das Farbwahlfenster automatisch geschlossen. In den Kommentarvoreinstellungen lassen sich viele weitere Einstellungen vornehmen. So können beispielsweise Kontrollkästchen aktiviert werden, die beim Bearbeiten der Kommentare hilfreich sind. Zum Bestätigen klicken wir auf OK. Jetzt wird jedes Kommentarfeld automatisch mit einem Kontrollkästchen versehen, das im Bearbeitungsverlauf abgehakt werden kann. Im nächsten Video zeigen wir, wie Kommentare effektiv bearbeitet werden können.